2022er Modelle, Liner for Two auf Iveco Daily Basis. Andreas Marein ist hier. Wir sind in Aulendorf heute am 21. Juli und haben fast exklusiv alle Kartagos vor der Nase. Du hast ein ganz tolles Kartago Center in Nordrhein-Westfalen. Genau, das Kartago Center West in Aldenhoven bei Aachen, direkt also zwischen Aachen und Köln gelegen, 15 Kilometer nach zu den Niederlanden und Belgien halt weg. Genau. Ja, wir sind jetzt in Aulendorf. Große Händlertagung. Du bist einer der größeren Händler? Genau, ich bin einer der größeren Kartago-Händler in Europa. Wir haben immer so 120, 130 Fahrzeuge bei uns im Bestand stehen. Wir versuchen immer alle Fahrzeugmodelle, die es bei Kartago gibt. Und du wirst sehen, es ist relativ viel bei uns vorzuhalten, sodass der Kunde eben auch zwischen den einzelnen Modellen genau wählen kann und für sich das richtige Reisemobil zu finden. Ja, ich habe den mal gefilmt, den Liner for Two. Er hatte Hunderttausende von Abrufen. Trotzdem ist das ein erklärungsbedürftiges Fahrzeug, denn dieser Grundriss hier ist für meine Verhältnisse so phänomenal, so gut, dass man ihn eigentlich ganz detailliert mal zeigen muss, denn er erfüllt für zwei Personen, muss man sagen, es ist eigentlich ein Zwei-Personen-Fahrzeug mit plus X, sage ich jetzt mal. Ja, genau. Er erfüllt ein unglaubliches Bedürfnis nach Raum ohne Slide-Out. Und das haben die hinbekommen. Das heißt also, man hat keinen Slide-Out, hat einen relativ moderaten Preis von dem Fahrzeug. Ja, okay. Relativ moderat, können wir uns auf einen... Ja, genau, relativ. Okay, lass uns so im Raum stehen. So ist das. Er ist schick, er ist kompakt, er ist ein LKW drunter, ja, mit wirklich unglaublicher Power, die dabei ist. Ein Sechszylinder-Motor mit 3 Litern, der also wirklich ganz toll ist. Und ein Vierzylinder ist es. Genau, ich wollte gerade sagen, ich hätte dich erst noch ausreden lassen. Ich wollte mal testen. Ist ein 3 Liter Vierzylinder, wenn wir vom Iveco sprechen. Ganz genau, das ist ein Iveco. Die gibt es mit 2 Chassis, auch im Modelljahr 22. Eben einmal mit dem Fiat Ducato, Fiat-Alco-Kombination oder halt wie jetzt in dem Fall mit dem Iveco. Der steht auf dem 65C, also dem großen Chassis, 6,7 Tonnen. Zulässiges Gesamtgewicht, da kannst du schon so ziemlich alles mitnehmen. Ne? Ja, was ziemlich cool ist, er hat eine Hecksitzgruppe und das sieht man hier an dem Fenster. Ich will dir da jetzt nicht vorgreifen, ich habe ihn gefilmt und ich habe wirklich Gänsehaut bekommen, als ich reinkam. Ein Raumgefühl, was ganz anderes wie alles, was man kennt im Liner-Bereich. Genau, ja, es ist alles verkehrt rum. Ne? Also du sitzt hinten und schläfst vorne, aber es ist genial gelöst. Auch die Schlafsituation ist wirklich absolut genial. Alles sehr, sehr großzügig ausgestattet. Also das ist echt ein Auto, da kannst du Langzeitreisen mitmachen. Komm, wir gehen mal rüber. Auch hier natürlich Kartago DNA, das heißt Doppelboden. Der hat jetzt eine Alde drin oder hat der noch eine Luftheizung? Nee, nein, um Gottes Willen. Der hat eine Alde-Heizung drin, selbstverständlich. Und hat natürlich genau wie alle Kartagos den Klimaspeicher Doppelboden, eine wirklich endlos große Heckgarage, wo du wirklich alles mitnehmen kannst, ob es jetzt ein Quad ist oder Motorroller oder Fahrräder. Wir haben schon für Kunden da hinten in der Ecke eine Waschmaschine eingebaut. Also hier geht wirklich einmal alles. Also das Auto lässt keine Wünsche über. Andreas, du bist ein sportlicher Typ. Okay. Steig mal ein. Ja, genau. In die Garage, dass man sieht. Du bist nämlich 1,83 Meter groß. Du kannst wirklich hier so halbstehend drin rumlaufen in der Garage. Genau. Was toll ist, sind diese Ausbuchtungen hier, die da sind. Da haben Leute sich was dabei gedacht. Du hast eben das Thema Spülmaschine, Waschmaschine mit eingebautem Trockner. Da sagen viele, ja, das ist ja Luxus, aber jemand, der ein halbes Jahr in Spanien ist, der will ja eine Waschmaschine dabei haben. Genau, ich hatte jetzt erstmalig in meinem Leben den Genuss, eben durch die so Corona-Geschichte auch mal 2,5 Monate in Spanien zu sein. Und es war wirklich überraschend, wie viele Leute da eine Waschmaschine in ihrem Auto haben. Obwohl die Plätze, auf denen wir waren, die hatten alle eine Waschmaschine. Aber dann gab es dann halt eben auch, ich habe ja selber auch einen Hund. Und dann hieß es immer, ja, ich will... Die Hundedecke wurde drin gewaschen. Genau, die Hundedecke wurde drin gewaschen. Dann mag ich jetzt nicht meine Wäsche drin waschen oder so. Deswegen hatten tatsächlich viele eine eigene Waschmaschine dabei. Ja. Warte, ich komme mal gerade auf die andere Seite. Bleib mal drin. Ja. Dass man nur mal sieht, also wie groß der Raum ist. Die Garage, das ist so krass, wenn du dich da mal gerade reinsetzt, da mal in die Mulde, dass man mal sieht, da passt der ganze Andreas rein. Und guck mal, sogar mit. Das heißt, da ist der Platz da. Genau, hier haben wir die Waschmaschine reingebaut, ideal mit einem Trockner. Die nimmt hier im Grunde genommen dann keinen Platz mit weg. Hier kannst du noch mal ein schönes Regalsystem einbauen. Oder wenn einer jetzt noch ein Schlauchboot, weil er ja nach Spanien oder Kroatien eine lange Zeit fährt, Schlauchboot mitnimmt, kannst du das Schlauchboot dahin packen, Außenbau da drauf. Hier kannst du die Fahrräder reinpacken, Motorroller oder ein Quad. Das ist überhaupt kein Problem. Das Auto hat Zuladung, du kannst es mitnehmen. Das ist nicht nur Theorie, das geht auch in der Praxis. Und das alles so. zusammen. Sag mal, man könnte ja theoretisch auch hier
hier, ich sag mal, an der Seite jetzt ein Motorrad reinnehmen, wenn du jetzt nur einen Spiegel ein bisschen runter machst, da musst du noch nicht mal viel machen, sondern du kannst wirklich das Fahrzeug quer einfach reinfahren. Ja. Das geht. Ja, also als ich das Produkt damals vorgestellt habe, als es rauskam, 2018 war es, da bin ich hier mit einem Motorroller reingefahren, nur mit abgeklappten Spiegel, Rampe hoch, zack, stand das Ding da drin. Also es ist wirklich absolut ideal. Ne? Und die Heckgarage ist mit 450 Kilo ist die belastbar. Mach mal bitte. Die Heckgarage ist fast eine halbe Tonne. Ja, 450 Kilo, das ist schon Pfund, ne? Krass. Ja, hier vorne ist die. Kann das, der hat Achslast ohne Ende, der hat Zuladung im Gesamten ohne Ende. Das ist ein 6,7 Tonnen Chassis. Du hast hier 1300 Kilo Nutzlast wie nix. Ne? Ja, hier vorne sieht man auch die 2 Reifen, die drunter sind. Genau, richtig. Das heißt, also der kann richtig was tragen. Der kann was. So, dann, was eigentlich toll ist, der hat eine Zentralverriegelung mit drin. Also in dem Fall, ist die optional? Nee, die ist beim Liner for2 ist die natürlich selbstverständlich. Zeig das mal gerade, wie das ist. Da ist die Zuleitung. Entschuldigung, Andreas. Genau, hier ist die Zuleitung. Du hast also Zentralverriegelung auf alle Klappen, außer Gas und Toilette. Du kannst aber auch das Fach dann von innen nochmal öffnen. Ich weiß jetzt... Falle eines Falles. Ja, weiß ich nicht. Wenn man da mal die Schwiegermutter drin vergessen hat oder so, dann kann die hier nochmal dann... Kann ja mal passieren. Was cool ist, dass das Ganze nach oben hin öffnet. Da hat meine Frau mich letztes Mal gefragt, wieso öffnen unsere Klappen zur Seite hin und nicht nach oben. Das heißt, wenn es regnet, dann läuft es aber hier rein. Oder ist das so gemacht, dass es dann drüber läuft? Ich will nicht sagen, ja, es ist natürlich so gemacht, dass da kein Wasser reinläuft. Nein, wenn es regnet, das Wasser läuft dann irgendwann hier rein. Also ich sag mal, ist zwar eine Werbesendung, aber im Verkaufen geht nicht über alles. Das hat immer Vor- und Nachteile. Du hast recht, wenn es regnet, ich stehe hier drunter und werde nicht nass. Allerdings brauchen diese Klappen auch ein bisschen Platz. Das heißt, ich bin ja oftmals beim Campingplatz, stelle ich mich ziemlich nah an diese Seite, weil ich will vorne, wo ich mich aufhalte, Markise und Stühle alles hinsetzen, möchte ich möglichst viel Raum haben. Also es kann sein, dass ich auf der Seite das vielleicht nicht öffnen kann. Ja. Dann habe ich ja noch die andere Klappe. Muss man einfach fair sein, das ist einfach so. Wenn ich den Platz habe, so wie hier, gibt es für mich jetzt nichts Genialeres als wie diese, ich nenne sie mal Flügeltüren. Ne? Was ich toll finde, ist, du kannst auf Wunsch in diese Tür noch ein Fenster einbauen. Das geht, also Kunden, Hund oder sowas. Genau, den Hund haben, dann machen wir dann ein Fenster dann da rein, auch nochmal mit einer Absperrung drin, sodass der Hund dann eben halt die Gelegenheit hat, wenn er da drin sitzt und ich sag mal, du kommst aus dem Wald, der Hund ist dreckig oder so, dann hat er da sein eigenes Reich. Hier ist Riffelblech, das ist alles so für die Ewigkeit gebaut, haben wir das Gefühl, oder? Halbe Ewigkeit, ja. Ewigkeit ist ja schon ziemlich lange, aber halbe Ewigkeit ist auch schon lang, ne? So, ja. Du hast Kunden, die fahren solche Autos durchaus mal länger als 6 Jahre, oder? Das heißt also, das kann auch schon mal 10 Jahre genutzt werden, das Fahrzeug? Ja, ich hatte jetzt einen Kunden, der hat jetzt wohl keinen Liner for2, weil den gibt es ja erst seit 18. Der hat 2003 hat er seinen ersten Carthago bekommen und hat den jetzt nochmal verkauft für einen richtig guten Preis und hat jetzt auf das aktuelle Modell gewechselt eines S-Pluses und ja, ist natürlich dann ein begeisterter Carthago-Fahrer, der viele Jahre die Marke gefahren hat, ein Fahrzeug und jetzt natürlich dann auch wieder, weil er zufrieden war, ein neues Fahrzeug kauft. 6 Nieten, Gasdruckfedern, du hast hier eine Zentralverriegelung mit drin, das ist wirklich sehr praktisch. Ich habe sie jetzt auch drin. Das ist eine feine Sache. Ja. Drückst auf den Knopf, alles ist zu. Ja. Und du siehst es sogar noch. Ganz genau. Also ich wollte es nicht missen. Ich habe jetzt im Moment ein Auto, da ist es keine Zentralverriegelung drin. Ist ein bisschen doof, bis jedes Mal mit dem Schlüssel rum am Hantieren. Alles gut, ja. Krass, wie viel du hier reinladen kannst, oder? Ja, das ist wirklich krass. Und vor allen Dingen, du siehst, du kannst hier einmal durchladen. Wir gucken hier auf der anderen Seite aufs nächste Fahrzeug. Das ist kein Spiegel. Da würden wir uns ja sehen. Es ist kein Spiegel, genau. Du kannst also hier schön nochmal, die Heckgarage bleibt wirklich Heckgarage. Du kannst hier deine ganzen Campingmöbel reinnehmen. Beleuchtet. Oder du machst hier nochmal Lebensmittel rein. Da oben gibt es nochmal eine Bilgenklappe, die du von innen, können wir uns gleich anschauen, wo du dann durchgreifen kannst und jetzt hier, ich sag mal, was zu trinken rausholen kannst. Andere Geschichten halt einfach. Da hat dann Spannungswandler liegen, hier, wo die blaue LED leuchtet. Achso, der macht 230 Volt? Genau, der macht 230 Volt. Der hier hat jetzt eine Dauerleistung von 1800 Kilowatt. 18 Watt, ja genau. Entschuldigung, Kilowatt habe ich versprochen. Und 3,6 kW Spitzenleistung halt dementsprechend. Gut, genau. Der ist auch nicht, aber auch da könnte man ja nachrüsten, wenn einer sagt, ich will ganz viel Lithium haben, ich will ganz viel. Geht, kann man machen. Der kommt auf Lithium ab Werk oder ist auch da wieder AGM? Auch da ab Werk mit AGM-Batterien, aber ist eben auch aufrüstbar auf Lithium-Ionen-Akkus. Geht aber auch zum Beispiel Solar. Ganz oft Spanien haben die Leute ja ganz fett Solar am Dach. Das geht? Ja, das geht, klar, selbstverständlich. Ich habe auch in Spanien gesehen, da gibt es dann welche, die haben die Solaranlagen dabei, die so den ganzen Tag der Sonne hinterher tragen. Aber klar, der Strom kostet ja in Spanien eine Menge Geld. So, jetzt sieht man hier, also ich habe Spiegel dabei, ich habe ein ganz tolles neues Design,
Nee, ist es neu oder ist es nicht neu? Nee, das Design ist jetzt beim Liner for Two dieses Jahr nicht Das neu. ist unverändert. Der sah schon letztes Jahr so aus. Der hat hier die Full-LED-Scheinwerfer drin. Das ist eine eigene Entwicklung von Carthago. Die Entwicklung dieses Scheinwerfers, die hat schon ein halbes Vermögen gekostet. Und der macht ein Licht, wie man es heute von modernen PKWs halt dementsprechend gewohnt ist. Ja, Der neue Iveco kann ja jetzt Fahrerassistenzsysteme, die sind hier eingebaut. Genau. Das sieht man sehr schön. Da ist eine Kamera mit drin, Spurhalteassistent, genau. Radar. Also da ist das, aber das ist optional, dieses Paket, oder? Genau, dieses Fahrassistenzsystem ist optional. Da ist genau das drin, was du gerade gesagt hast. Verkehrszeichenassistent, Abstand-Regeltempomat. Das macht er hier über das Radarauge halt dementsprechend. All diese Dinge sind da mit drin verbaut. Und ich glaube, Carthago, das habe ich mal irgendwo gelesen. Ich wüsste jetzt nicht, ich kenne mich bei den anderen nicht so gut aus. Ich glaube, der Carthago ist sogar der einzige, der einen Seitenwindassistenten hat, weil wir eben das Chassis, ich sag mal, im Originalzustand belassen und nicht mit Fahrerhauserhöhung oder so arbeiten. Okay, wir gucken gleich mal rein. Das heißt, Originalzustand heißt auch, das Ding sieht so aus wie eine Iveco Daily innen und ist rangebaut wie die anderen voll integrierten. Links und rechts. Genau, der ist rangebaut wie die anderen voll integrierten halt dementsprechend und hat innen drin den Armaturenträger halt vom Iveco Daily. Wir bauen natürlich da drumherum unser eigenes Armaturenbrett. Ne? So, Hauptschalter, sehr schön, genau, vorbildlich. Wenn ich den umlege, sind die Batterien vom Bordnetz komplett getrennt. Da haben wir nochmal einen Kippschalter fürs Licht ein- und auszuschalten. Spülung Fäkaltank sehe ich gerade. Genau, dann hier. Der hat ein Toilettenumpumpsystem und da kann ich halt eben aus der Kassettentoilette nochmal raus in einen externen Fäkaltank. Ach so, der hat eine Kassettentoilette mit Absaugung quasi. Finde ich eigentlich genial, das System, weil ich habe hier zwei Waffen. Ne? Ich habe einmal die Flexibilität der Kassettentoilette und habe aber auch die Möglichkeit der Autarkieverlängerung, indem ich eben aus der Kassettentoilette einfach in diesen Fäkaltank reinpumpe. Und wenn der halt eben voll ist, kann ich immer noch mit der Kassettentoilette entsorgen und muss dann nicht mit dem ganzen Auto meinen Platz verlassen. Gerade Leute, die länger stehen, können dann damit das enorm verlängern. Genau. Indem die halt was sind da drin? 10 Liter, 15 Liter? 13. Also ich sage mal Faktor 10. Also du verlängerst die Autarkie an der Kassettentoilette 2 bis 3 Tage halt eben den Faktor 10. Und das ist ja schon mal ein bisschen Urlaub. Ne? Den habe ich eigentlich so selten. Das war jetzt dieses Jahr mal erstmalig, dank Corona, muss man fast sagen. Genau, darüber haben wir gesprochen. Dann haben wir bei allen Carthagos ganz neu jetzt eine 65er Aufbautüre drin. Das heißt, die ist 65 cm breit und die ist jetzt eben auch optional mit einem RFID-Chip. Kannst du die öffnen? Das heißt, diese Chips, die man von Alarmanlagen kennt, die hältst du hier dran und dann schließt sich die Man Tür auf. kann die anlernen, richtig, die Chips? Genau, die Chips kannst du anlernen. Die ist im Zubehör, also im Auslieferungszustand ist natürlich ein Chip dabei, aber du kannst da x-beliebige welche auch kaufen und auch dementsprechend anlernen. Ich glaube, man kann sogar den gleichen Chip nehmen, den man zu Hause bei der Alarmanlage hat. Wenn dann da die ID anlernt, dann kann ich damit auch das Auto öffnen. Das ist so. Die Tür hat auch eine Servoschließung jetzt hier. Zack, zieht er dir geil. an, so wie man das für den Platz? Ja, Reise. ganz genau. Du brauchst nicht die Türe so zuzuschmeißen. Alles easy going. Und hast hier in dem Fensterfeld hast du eine schöne LED-Beleuchtung halt dementsprechend drin mit so einer Coming-Home-Leuchte. Das heißt, wenn du aufschließt, dann beleuchtet der hier über diese LED-Beleuchtung nochmal das Fenster dementsprechend. Da ist natürlich auch ein Verdunklungsrollo drin. Und wie bei allen Carthago-Modellen natürlich kommst du her? Dieses Guck mal, oben ist die Griffmulde. Genau. Dieses Fliegengitter halt dementsprechend, dass die lästigen Moskitos halt dementsprechend draußen bleiben. Ja, stell ich mal vor, du bist Andreas Marein? Da bin ich, genau. Ich bin Andreas Marein, bin der Geschäftsführer vom Carthago Center West in Altenhofen bei Aachen. Und im Internet findet man uns unter www.carthago-center.de oder auf Facebook, da machen wir auch das eine oder andere, unter Marein Karawane. Ja. Und wir vertreiben nur die Carthago-Gruppe exklusiv, das heißt also Carthago und Malibu. Ja, wir sind gerade im Werk, also Werksausstellung hier. Ihr habt Händlertagung heute am 21. Juli. Wann wirst du den auf dem Hof stehen haben bei dir? Ja, ich habe Liner for Two, glaube ich, auch jetzt schon auf dem Hof stehen. Natürlich kein 22er Modell, aber noch aber ähnlich? Der letzten 21er Modelle, der hat jetzt nicht so schrecklich viele Modellpflege bekommen in 22. Das ist sowieso, ich finde, einer der angenehmen Geschichten bei Carthago. Du kaufst nicht heute ein Auto, nächstes Jahr fährst du ein altes Modell. Wir gehen eben eher auf Evolution anstatt Revolution. Jedes Jahr ein neues Auto zu bringen, das ist auch nicht gut für den Gebrauchtwarenmarkt. So, wir gehen mal rein. Ja. Stufen 1, 2, 3, 4 Stück. Und wenn du da stehen bleibst, hier eine Bildenklappe und da wird dir gleich
Angst und Bange. Schwindelig. Das ist wirklich riesig. Hier kannst du wirklich nochmal allerlei reinpacken. Hier hast du nochmal den Schieber für den Fäkaltank dementsprechend zu entsorgen. Da hast du nochmal 2 Hähne, einmal für den Frischwasserhahn, Frischwassertank und den Abwassertank zu entleeren. Und da hinten entleerst du dann eben dementsprechend die Frischwasserleitungen und den Boiler. Hier ist der Fäkaltank mit Revisionsklappe, damit man den auch mal so reinigen kann. Der hat natürlich, wie du eben schon richtig festgestellt hast, diese Spülfunktion. Jetzt krass, du kriegst da mehrere Kisten Wasser rein. Ja. Also das ist schon, das heißt, du brauchst gar kein Auszugssystem, du kannst das verteilen hier drauf. Der hat mehrere Bilgenklappen? Der hat mehrere Bilgenklappen. Also das war jetzt die eine. Und wir haben ja eben von außen haben wir ja einmal durchs Auto gucken können. Wir haben hier vorne im mittleren Bereich haben wir nochmal eine Bilgenklappe, wo ich auch nochmal an den Zwischenboden rankomme. Also du hast hier Platz ohne Ende. Und du merkst jetzt, wenn du reinkommst, nicht nur diese üppige Rundsitzgruppe, die ein wahnsinniges Raumgefühl gibt, und ich kann hier wenn ich hier zu der Rundsitzgruppe gehe, ich kann hier also auch noch stehen. Ich bin 1,83, das geht zwar jetzt auch nur so gerade, also ich kitzel da schon ein bisschen am Dach, aber ich stehe hier. Du hast Schuhe an, muss man sagen. Also viele haben ja Ich habe High Innenraum. Heels an. Ja, aber das sind doch gute 2-3 Zentimeter nochmal, also auch 1,85 Meter würde noch gehen ohne Schuhe. Genau. Dann vielleicht einfach mal das mal wirken lassen, dass man das sieht, weil ich habe es ja schon mal gefilmt. Das ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Ja. Du hast eine volle Rundsitzgruppe, besser als im Wohnwagen. Genau, du hast hier eine volle Rundsitzgruppe drin und du hast hier eine Fernsehliege, die elektrisch ausfahrbar ist. Das heißt, hier oben gibt es ein Knöpfchen, da drückst du drauf. Dann kommt die Liege, die kommt vorgefahren. Ab einem gewissen Punkt neigt sich auch nochmal die Rückenlehne, so dass du, wenn du den Fernseher, der gleich gegenüber verbaut ist, der sogar jetzt elektrisch einfahrt, siehst du, jetzt geht die Rückenlehne mit, sodass du hier also wirklich super bequem halt sitzen kannst und kannst von da aus dann deinen Lieblings-TV-Sender, zum Beispiel deinen, halt schauen. Ne? Oder du kannst einfach liegen, kannst ein Glas Rotwein oder alkoholfreie Getränke trinken. Leg dich mal hin, bitte, Andreas. Ja, gerne. Das machst du gerne. Darauf habe ich gewartet, dass mir das anbietet. So, und dann kannst du dich ja... Ist das geil? Das ist geil. Ich habe hier direkt meine Theke, ich kann mein Rotwein, mein Bier, hier kann ich dann mein Knabberzeugs und da gegenüber kann ich Fußball, Formel 1 oder was halt immer gerade so angesagt ist. Leider ist ja kein Fernseher verbaut. Doch, oder? der ist drin, der ist da in der Schublade drin. Den können wir jetzt elektrisch rausfahren und da kommt dann ein richtiger Fernseher raus. Nämlich Ich zeig dich mal gerade von 40 oben, Zoll hat der, dass man das mal sieht. Einmal winken bitte, wie früher bei... Genau. Du siehst mich. Naja, so riesig ist es nicht, aber es ist schon echt üppig. Nein, aber du hast ein ganz anderes Raumgefühl. Ja, hier ist Platz ohne Ende drin. Der hat jetzt diese Option drin. Du siehst, das Tischbein ist jetzt so dreigeteilt. Das ist so ein Teleskoptischbein. Das kann ich jetzt quasi runterdrücken. Und dann kann ich hier nochmal einen Einlegekeil reinlegen. Und so habe ich hier auch nochmal ein großes Bett, wo richtig 2 Erwachsene drin schlafen können. Also Liner for Two ist eigentlich falsch. Der könnte auch Liner for Four heißen. Ja, denn hinten, man kann ja Folgendes machen. Man kann ja diese Bank hier auch benutzen. Die kann man jetzt nicht belegen. Hier könnte aber auch ein Kind drauf schlafen, indem man es ausfährt, Also oder? ganz theoretisch ja. Ne? Also auf dem, denn gerade wenn du es nochmal ausfährst, bitte einmal ausfahren. Ja. Ich filme es mal gerade von oben, Ja, dass wir mal genau die Länge einmal mal sehen. Ja. Also das wäre die ausgefahrene Bank. Jetzt kann man aber wahrscheinlich auch hier das Polster wegnehmen auf der Seite, oder kann man das nicht? Doch, das Rückenpolster kannst du Könnte rein. man wegnehmen, da könnte man hier komplett einmal längs schlafen. Das Ne? geht rein theoretisch, ja. Wobei der Umbau hier für das Bett, das ist jetzt wirklich kein großes Hexenwerk. Einmal kurz anziehen und wenn du den hochgezogen hast, kannst du anschließend den Tisch hier runterklappen. Jetzt legst du den Keil da rein. Jetzt sag mir, wo ist die Arbeit? Das ist Ja. ideal gelöst. Geil. Ich habe das nicht gewusst. Ja, Gut, jetzt habe ich dich. danke. Ja, sehr schon. Also, Liner for 3, 4, kann man schon machen. Whatever. Er hat wie viele eingetragene Sitzplätze hat er denn? Der hat jetzt, genau, da hat er hinten die Sicherheitsgurte nochmal drin. Der hat 4 eingetragene Sitzplätze. Das ist allerdings eine Option. Ich würde das empfehlen, immer mit zu bestellen, weil selbst wenn man das jetzt selbst nicht braucht und sagt, ich komme mit den 2 Sitzplätzen hin, ihr wollt das Auto irgendwann mal verkaufen, nehmt immer hier hinten die Option, Zusatzsicherheitsgurte drin und vor allen Dingen hier diese Schlafgelegenheit, auch wenn man es für sich selber nicht tut. Der hat Doppelheki. Das ist schon ein Luxus, oder? Genau, der hat Doppelhegi, das ist schon Luxus, ganz genau. Du kannst hier, also wenn du das hier aufmachst, du sitzt also quasi fast im Freien, sage ich jetzt mal hier. Einmal das Verdunklungsrollo zu. Das Heki-Dach kann man auch elektrisch nachrüsten. Das geht. Ja, das gibt es leider nicht ab Werk. Weiß jetzt nicht warum, es ist echt schade. Aber der Zubehör muss ja auch ein bisschen leben. Von RV-Tech gibt es da eine tolle Lösung. RV-Tech. RV-Tech, du kennst die?
Nee, aber jetzt. Ja, genau. Tim Nosper, der sitzt auch gerade hier um die Ecke. Ich glaube, irgendwo bei Ravensburg wohnt Da der. machen wir mal einen Film. Da fahre ich mal hin mit meinem jetzigen Fahrzeug. Das muss er nachrüsten. Ja, weil das ist eine Fernbedienung und wie geht das? Ganz genau. Also da gibt es eine App-Steuerung für. Du kannst das über App auf und zu machen. Es gibt eine Fernbedienung dazu. Es gibt sogar einen Regensensor, dass wenn es anfängt zu regnen, schließt der die Fenster. Kann ich dir nachrüsten? Kommst du zu mir? Mache ich auch an Fabrikaten, wo nicht mit C anfangen. Ganz schlimm, gell? Nein, es ist alles gut. Es ist super, alles gut. Fernseher ist wo? Fernseher ist hier. Um den rauszufahren, muss ich einmal kurz aus dem Bild huschen. Und da muss ich hier einmal den Notenschlüssel drücken. Den Notenschlüssel? Weil erst dann, genau, dann ist Entertainment freigeschaltet. Und dann kann ich den Fernseher hier elektrisch rausfahren. Und der kommt so scherbenmäßig raus. Genau, der fährt so schräg nach oben weg. Ja? Boah, ist das ein Teil? Und der Bruder hat 40 Zoll. Das ist ein richtiges TV-Gerät. Ne? Also wenn du hier sitzt, das ist echt Kino. Ne? Boah, und bin ich voll neidisch, weißt du das? Nein, ach Quatsch, nein, du fährst auch ein super Auto, alles gut. Ja, aber das ist was ganz anderes. Du sitzt hier du merkst nicht, dass du im Auto bist, das ist der Unterschied. Ja, also das Lenkrad siehst du nicht. Die Rundsitzgruppe hat schon was, das muss man echt so sagen. Das ist nicht jedermanns Sache. Ich persönlich finde es vom Wohnen her, finde ich es auch total cool, muss man echt so sagen. Ja, hier hast du nochmal riesen Schränke drunter. Das heißt, hier kannst du nochmal Sachen unterbringen. Schubladen sind hier verbaut. Selbst wenn wir jetzt gleich hinten im Heckbereich hingehen, da gibt es dann, ich nenne es jetzt einfach mal Hutablage. Hier, da gibt's die ist aber riesig, guck mal. Ja, genau, die ist eben, wir sind ja jetzt im 53L. Der 53L ist hier 70 cm länger wie der normale 53er. Und diese 70 cm habe ich halt eben unten in der Heckgarage als mehr Stauraum. Und hier oben hat man das halt eben dementsprechend genutzt, um hier nochmal Ablagen zu machen. Der Länge? Das ist 8,23 Meter. 8,23 Meter, weil er ist irre lang. Ja. Das ist schon so. Hey, ich bin seit heute Morgen 6 Uhr. Ich gucke mal auf die Uhr. Jetzt das ist, glaube ich, das 14. oder 15. Auto. Ich muss stellenweise gucken, in welchem Fahrzeugtyp sind wir gerade. Denn man muss sagen, das sind die 22er, die wir gerade filmen. Ja. Da hat man nicht ewig Zeit. Nein. Die werden irgendwann auch wieder weggefahren, weil... da stehen sie ja schon und warten. Wir sind jetzt hier gerade im Werksverkauf in Auendorf. Die machen hier gerade eine 360-Grad-Aufnahme von der ganzen Ausstellungshalle. Da stehen noch alle Fahrzeuge an Ort und Stelle, sodass der Kunde über das World Wide Web in die Fahrzeuge digital schon einsteigen kann. Und die tauschen gerade, du siehst hier neben schon ein Malibu stehen, die tauschen jetzt Carthago raus, Malibu rein und morgen wird ja das Ganze gleich mit Malibu gemacht. Deswegen habe ich ein bisschen Zeitdruck. Ja, gut, wir geben Gas. Also, da ist ein Autoradio mit drin. Das ist ein tolles Detail, finde ich. Das heißt, du kannst deinen Lieblingssender, auch DAB, kannst du einfach dann abrufen, aber auch Bluetooth. Das heißt, du kannst also hiermit das machen. Dann hast du diese Glasablage. Die kann auch irgendwas? Kann die aufgehen? Nee. Indirekt ja. Ich habe hier nochmal ich komme mal darüber. Ja, zeig es mal. Aber am allergeilsten, wenn du jetzt ganz rüber kommst, dann zeige ich das, stelle ich mal hier so in Richtung Dusche und mach ich. Guckst du nochmal dahin. Also Pushlock geöffnet und wenn ich das jetzt hier öffne, dann siehst du, die Türe verschwindet in diese Seitenwand rein und hier geht nochmal dann quasi... Du hast mehr Ablagen auch zum Kochen. Genau, ich habe hier nochmal mal so eine Arbeitsplatzvergrößerung, habe hier nochmal Mülleimer mit Trennsystem und dann nochmal ein Regalsystem. Wenn ich das Ganze eben halt zuschiebe, kommt mir die Wand eben auch entsprechend gegen. Die Küche halt hier dementsprechend auch alles mit Soft-Close, kann ich ruhig zuschmeißen, da fliegt halt nichts durch die Gegend. Und ich habe eine Zentralverringerung für die Küche, das heißt, wenn ich den Motor starte, dann schließt er auch die ganze Küche dementsprechend ab. Ich kann also nicht vergessen, jetzt hier die Schubladen zuzumachen und mir fliegt nachher das ganze Gerödel in den Mittelgang halt rein. Breite vom Fahrzeug? 2 Meter, 2,27 Meter, jetzt geht's wieder los. Ja, ein langer Tag. Also er wirkt, 2,27, ja. Er wirkt größer drin, also von der Breite. Du hast ein Wahnsinnsraumgefühl im Liner V2, das ist so. Ne? Ich habe hier ein Fahrzeug mit einer Breite von 2,27 Meter und einer Höhe von knapp 3,20 Meter. Das ist schon, ich sag mal, das ist schon ein Auto. Ne? Ja, mal einen elektrischen Dachhaubenlüfter, der kann saugen und ziehen. Gut, den haben eben auch viele verbaut. Auch hier nochmal echte Metalljarniere, vernünftiges Klangbild von den Türen halt hier. Und hier in der Küche auch nochmal ein Apothekerschränkchen verbaut, wo ich halt eben jetzt Gewürze, Öl, Essig oder was auch immer einbringen kann. Das ist schon alles relativ gut gelöst. Ne? Gas, das Beste zum Kochen, muss man sagen. Das ist so, geht relativ schnell und sehr effizient halt, ne? Mit Einhandbedienung hier. Baureihe Gourmet, der hier verbaut ist. Dann auch hier die Mischbatterie, Einhebel-Mischbatterie kann ich hier raus. Hier noch mal so eine Tellerdusche halt, dementsprechend eine. Hier nochmal, klar, so kleine nützliche Accessoires jetzt für den Küchenrollenhalter halt. Ja, und dann die Lichtschalter halt. Ne?
Die Kaffeemaschine? Genau, der Kaffeemaschine hat er auch eine, stimmt, ja, das ist wohl wahr. Auch hier die Dolce Gusto halt, dementsprechend auch hier mit einem Spiegel ausgeführt, sodass ich über den Spiegel halt sehen kann, wie habe ich jetzt hier eingestellt. Wenn ich etwas kleiner bin oder die Kapsel halt einlegen möchte, kann ich das über die Spiegelfunktion alles sehen, weil ist ja schon, ich sag mal, für kleinere Menschen über Augenhöhe verbaut. Ne? So, jetzt gegenüberliegend in der Küche darf natürlich auch Backofen, Genau. Kombinationen mit Korrekt. AES-Kühlschrank. Der hat den sogenannten Tech Tower drin, den kleinen Backofen halt. Dann darunter liegend das Gefrierfach, was natürlich auch von beiden Seiten zu öffnen ist. Ja, Macht ihr hier besonders Sinn bei dem? Ja, auf weil du hier, durch die hier Runde was richtig Sinn, auf jeden Fall. Ja, genau. Das gleiche auch mit dem Kühlschrank, auch dementsprechend schön beleuchtet mit einer LED-Beleuchtung und ist natürlich ein AES-Kühlschrank, der sucht sich die Energiequelle selber. Das heißt, wenn du den auf Automatik stehen hast, brauchst du dich eigentlich um nichts zu kümmern. Hier ist aber schon fast Hubstützenpflicht, Luftfederung. Ja, natürlich. Also man muss einfach sagen, wenn ich hier so ein Auto auf dem Iveco-Chassis nehme, dann brauche ich das große Fahrwerkpaket, die Luftfederung, damit ich den Komfort in dieses Nutzfahrzeug hineinbringe. Hat der Vollluft oder nur hinten? Nee, der hat also hinten hat er eine Vollluftfederung und vorne hat der Zusatzluftfedern. Und da ist aber auch gerade was in der Mache. Das kann sein, dass ich aber erst morgen zu dem Gefühl komme, das Fahrzeug, das neue Fahrwerk dementsprechend Probe zu fahren. Da kann ich im Moment noch nicht dazu etwas sagen. Das weiß ich erst morgen, ob das tatsächlich spruchreif ist fürs Modelljahr 22. Da arbeitet man gerade mit Gut, also optional. Dann habe ich hier die Steuereinheiten. Genau, hier hast du dann wieder das berühmte CBE, ja, wo ich halt alles abrufen kann, meine Füllstände, meinen Ladezustand, dann hier die Fernsteuerung für den Spannungswandler von Dometic und hier halt eben meine alte Heizung, die hier verbaut ist, in dem Fall die 3020 HE mit Energiequelle eben auch, also Wärmetauscher, ich kann über die Motorwärme kann ich heizen, Gas oder elektrisch halt dementsprechend. Also da kann ich eigentlich im Grunde genommen alles machen, was ich brauche. Ja, und hier die digitalen Rundinstrumente ganz oben. Ja, das ist so ein alter Spleen, ich sag mal jetzt von unserem, ich sag mal Eigentümer von Karthago, das ist alles so, ich sag mal Yacht. noch Yachtbau-Look und da gehören eben die Öhrchen rein. Gut, ich sag jetzt mal, mich würden sie jetzt nicht stören, ich müsste sie aber auch nicht haben, aber das ist okay. War aber noch niemand, der gesagt hat, ich will sie nicht. Nee. Nein, was nur blöd ist, wenn die Leute die Uhr stellen wollen, dann musst du die 3 Schrauben lösen, um dahinter jetzt die Uhr auf Sommer- und Winterzeit, das hätte man praktischer lösen können. Aber egal, es ist so und es funktioniert, alles gut. Sehr schön. Also die 3 Schrauben einmal im Jahr oder zweimal im Jahr. Gut, aber wenn du es jedes Jahr machen musst. Ich zeige mal gerade was wirklich Tolles. Ja, das ist, wenn man hier. Toll ist. Nee, was wirklich toll ist, ist wirklich nochmal dieses Raumgefühl. Leute, die reinkommen, sag mal, wenn du bei dir im Karthago Center West bist und die sehen Liner for Two, das ist schwer, wenn du den mal gesehen hast und bist zu zweit unterwegs. Da musst du eigentlich nur noch diesen Tod sterben, Hubbett. Und das können wir uns vielleicht gleich mal angucken, denn die Frage ist, wo ist das Bett? Ja. Das Bett ist so genial gelöst. Ja. Man muss allerdings sagen, wenn das Ding umgebaut ist, fühlst du dich wie in einem Apartment. Das ist so. Weil das Fahrerhaus wirklich weg ist. Das ist weg. Du hast hier eine 3-Zimmer-Wohnung auf plus und minus 20 Quadratmeter. Hier hast du deinen Wohnbereich, hier den Küchenbereich. Hier gehe ich jetzt in den Nassbereich rein, den ich über diese Tür, das ist ja auch eine Doppelfunktionstür, nochmal separieren kann. Das heißt, ich habe hier also auch nochmal einen separaten Raum geschaffen. Oh, richtig mit Schalldämmung? Ja, also kann sein, dass du mich jetzt nicht mehr hörst. Das ist auch eine richtig dicke, massive Tür. Auch die Beschläge hier, das ist alles schon vernünftig. Ist die zweimal da? Hast du 2 Türen? Das hat jetzt nichts mit Camping zu tun an der Stelle. Ne? Genau, ich habe hier nochmal, deswegen sage ich 3-Zimmer-Apartment, habe ich hier nochmal die Möglichkeit, den Schlafbereich nach vorne auch nochmal zu separieren. Das Geniale ist, wenn wir, gucken wir uns ja gleich an, das Bett runtergelassen habe ich vorne mein Schlafzimmer. Sag mal, ich mache jetzt jeden Tag mein Bett, aber ich müsste es theoretisch nicht machen. Ich habe immer ein aufgeräumtes Zimmer. Oder wenn mal einer reinkommt zum Beispiel, Zack, du kannst sagen, er darf auf Toilette gehen, aber du hast vorne das Schlafzimmer weg. Oder was auch immer. Da liegt einer, der ist gerade krank oder so. Das kann ja auch mal passieren, wenn ich im Urlaub dementsprechend bin. Dann habe ich da vorne meine Ruhe. Ne? Riesengroßer Kleiderschrank, auch schön zweigeteilt. Einmal oben, einmal unten, sodass Männlein und Weiblein nochmal die Sachen dementsprechend separieren kann. Tolle große Dusche, wenn ich die Türen noch mal geschlossen habe, also befinde mich in der Dusche, dann habe ich noch mal wesentlich mehr Raum, weil hier entsteht noch mal 20 cm zusätzlicher Raum. Eine Regendusche hier oben drin, dann habe ich noch mal eine Handbrause da, kann ich noch mal Handtücher aufhängen. Das ist also wirklich schon genial gemacht. Das Brett kann ich übrigens drin lassen, das muss ich nicht rausnehmen, wenn ich dusche. Das ist überhaupt kein Problem, das ist witterungsfest.
So, jetzt, was ist da drunter unter der Klappe? Genau, hier befindet sich der Stauraum, den wir uns eben von außen angeguckt haben. Hier habe ich im Grunde genommen... Die Querdurchreiche. Genau, die Möglichkeit, über diese Bilgenklappe nochmal Dinge aus dem Klimaspeicher Doppelboden herauszunehmen, ohne das Fahrzeug verlassen zu müssen. Ne? Ich habe eine kleine Bitte, lass mal auf, ich gehe mal raus und du guckst mal einmal kurz durch. Ja, ich kann noch mal winken oder rein. Ja, genau. Genau, wenn du mal kurz zeigst, dass man mal sieht, wo wir sind. Ja? Das heißt, ich könnte in der Mitte zum Beispiel Getränkekisten stehen haben. Genau. Hallo, das ist ja cool. So, ich kann mal rein. Du kannst natürlich auch ganz toll, wenn die Enkelkinder mitfahren, kannst du Kasperle-Theater machen. Das heißt, der Opa, der legt sich da unten rein und dann tritt da drunter. Die Kinder finden das mit Sicherheit toll. Ja, ich habe gedacht, wenn die Kinder nicht so nett waren, dann kommen die in den Keller. Oh. Das ist Weiß ich nicht, da müssen wir auch mal, kriegen wir jetzt wieder ganz viel Shitstorm. Ja, okay, aber nee, war Spaß, machen wir nicht. Jetzt, das ist, was du eben erzählt hast, das Original-Cockpit. Genau. Guck mal, Andreas. Das lieben ja viele, dass es noch original ist und nicht eingebaut. Ja, genau. Das ist das Original-Armaturenbrett. Das heißt, hier findet sich auch jeder Iveco-Techniker gleich zurecht. Der hat jetzt hier das Pioneer Entertainment System drin mit einer Routenführung für Reisemobile. Das Auto hat schon eine elektrische Handbremse drin, eine 8-Gang Wandlerautomatik von ZF, die schaltet fast kraftunterbrechungsfrei. Differentialsperre ist in dem Fahrzeug verbaut. Also das ist ein Bursche, der kann schon was. Der ist also, der kann auch arbeiten mit seinem. Und er hat die Tür. Das ist ja das, was bei vielen Linern fehlt an der Seite. Ja. Als also, wenn ich mal an der Mautstelle raus muss. Der Vorteil ist halt, du musst nicht ständig mal, wie du jetzt gerade das Mautstelle oder ich war beim Tanken oder so, ich muss nicht ständig durchs ganze Auto halt laufen mit dreckigen Dieselschuhen und muss mir das Auto versauern. Das, was ganz schön ist, das hast du vielleicht auch noch nicht gesehen. Genau, ich habe das Drehbar. Das habe ich jetzt wohl ehrlich gesagt gerade verpennt. Ich hätte den Sitz vorher noch anheben müssen. Das heißt, du kannst den noch anheben. Dann bist du auf Wohnraumniveau. Und du hast hier die Variante, dass du hier eben auch noch dein TV-Gerät hast. Das kannst du dementsprechend rauf und runter schieben. Das heißt, ach so, für oben und unten nutzen. Genau, richtig. Du könntest dich jetzt hier hinsetzen, dann, wenn der Sitz jetzt ein bisschen höher ist. Und dann kannst du hier gemütlich Fernsehen gucken. Und hinten schaut einer eine andere Sendung und muss dich nicht gleich ins Bett legen. Oder? Sag mal, wie viel höher geht denn der Sitz? Hier, der Sitz hat jetzt beispielsweise die Höhe schon. Pass auf. Zack. Das war's. Und dann drehen wir den nochmal. Ja, das heißt, du hast einen zweiten Raum. Wenn du zum Beispiel mal was arbeiten möchtest oder du willst deine Ruhe haben, da fehlt nur ein Tisch. Aber den gibt's nicht. Nein, ach doch, das gibt's nicht. Nein, doch, sondern doch, das gibt's. Es gibt eine Option. Dann hast du hier einen Büroraum draus. Das heißt, du hast hier nochmal Tische, die kannst du rausziehen. Okay. Du kannst den Bildschirm, wie du schon gerade gesehen hast, dementsprechend rauf und runter stellen. Und der Raum ist nicht tot. Du kannst den verwenden, wenn einer lesen will oder der will mal seine Ruhe haben. Der ist sowieso nicht tot. Abends, ich sag mal, ich habe mich ausgezogen, habe meine Wäsche hier drüber gelegt, zack, mache ich hier die Türen zu. Und wenn das Bett halt eben dementsprechend runter ist, dann habe ich hier vorne einen Raum. Der bleibt. Der kann auch mal durcheinander sein. Oder der Hund schläft hier vorne. Oder was auch immer. Das ist schon ideal. Das muss man einfach so sagen. Also das ist, ich sag mal, schon ziemlich weit gedacht. Da fällt mir nicht so viel auf, was fehlt. Hier hast du noch mal große Schubladen. Da liegt unsere berühmte Decke wieder drin. Auch hier mit Softclose. Hier nochmal eine Schublade. Auf der anderen Seite hast du eben auch nochmal Schubladen mit anderen Maßen. Und wenn wir jetzt einfach mal hingehen und schauen uns das Bett an, dann würde ich sagen, machen wir das mal gerade. Denn das ist kein kleines Bett, das ist riesig. Ja, das ist es wirklich. So, einmal umklappen. Ja, genau. Die Rückenlehnen musst du einmal umlegen, damit das Bett auch dementsprechend runterfahren kann. Zack. Dann hast du hier einen kleinen Schalter, da drückst du. Man kann das Bett dauernd gemacht lassen. Also das heißt, du fährst es dann einfach hoch und runter, genau. oder du sagst, das ist jetzt mein Schlafzimmer fest. Ja. Da muss ich nur vorne einmal alles zuziehen, nehme ich an. Du hast ja vorne Verdunklung. Genau, ich bin 2 Jahre auf der Messe in Düsseldorf mit so einem Auto hingefahren, habe da drin geschlafen die Messezeit, also 2x10 Tage. Und du lässt dein Bettzeug, Kopfkissen, das ganze Gerödel lässt du da drauf. Achso, man kann das mit hochfahren. Ja, und fährst es mit hoch, wenn du das willst, oder lässt einfach das Bett gemacht. Jetzt fragt man sich natürlich, wie komme ich da jetzt rein noch ins Bett? Und dann habe ich hier eine Treppe, die kann ich ausziehen. Na, wie schon eben erwähnt, kann ich ja dann noch mal schließen. Das heißt, ich muss gar nicht verdunkeln vorne. Wenn ich hier zumache, dann ist Feierabend. Theoretisch nicht, ja. Genau. Hier habe ich nochmal die praktischen Klappen drin. Und wenn du jetzt mal schaust, ich sitze jetzt hier in dem Bett, ja, und schau mal, wie viel Platz hier noch über mir ist. Ich habe hier die Möglichkeit, also zu sitzen und ich kann mir hier meine Strümpfe anziehen oder was auch immer. Sag mal, warum kaufen die Leute nicht nur noch diesen Grundriss?
Ja, das wäre schrecklich, dann wäre die Lieferzeit für das Auto ja noch länger. Wie lange ist die Lieferzeit? Also im Moment bist du bei so einem Auto schon gut und gerne bei 7, 8 Monate. Das ist überhaupt gar kein Thema. Geht aber noch. Wir haben bei uns für den Handelsplatz, weil wir ja sehr groß sind, sehr viele Bauplätze vorgeordert. Das heißt, wenn ein Kunde zu uns kommt und möchte so ein Fahrzeug haben, dann haben wir ganz sicher einen Bauplatz, wo die Bestellung gerade reinpasst. Wenn wir jetzt ein komplettes neues Fahrzeug konfigurieren und es gäbe keinen Bauplatz mehr, dann geht die Lieferzeit ganz sicher in 12 Also Monate. da ist der Fernseher für abends, den kannst du entweder unten oder oben nutzen. Da, Jetzt wo du den brauchst, ja. kannst du hinten das anwinkeln, wenn du jetzt mal lesen möchtest, ein bisschen hochgehen möchtest? Nee, das geht leider nicht. Die Konstruktion ist jetzt so gebaut, weil du siehst ja die Dachrundung hier. Wenn ich das Bett halt hochfahre, elektrisch, haben wir ja gerade gesehen, dann klappt das hier, wo diese Naht ist, Achso, nach unten. Ja. klappt das so ein, sodass es sich da reinlegt. Und wenn ich dann da drin sitze, vorne im Cockpit, habe ich so ein bisschen so, ich sag mal, den Flugzeugcharakter, weil da oben auch nochmal diese LED-Beleuchtung drin ist. Das macht schon was her. Also man kommt sich da so vor wie der König der Landstraße. Ja, was ziemlich cool ist, du kannst von ganz hinten bis ganz vorne durchgucken. Bleib mal gerade da stehen. Du hast eine Dann zeige ich komplette Blickachse. eine Blickachse durchs ganze Auto. Das macht das Auto irre lang. Also ich gehe jetzt mal ganz nach hinten. Ja. Da hinten ist der Andreas. Ja. Leg dich mal bitte ins Bett rein. Wieder. Ja, na klar. Ich habe ja keine Lady im Moment. Da muss der Andreas herhalten. So, da ist er. Und das ist von der Länge her, ist das phänomenal groß. Genau, also wenn du alleine in einem Auto unterwegs bist, das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, dann kannst du auch hier drin querpennen, das ist überhaupt kein Thema. Mache ich übrigens auch bei mir. Ja. Ich penne mal so längs, quer, je nachdem, wie ich Bock drauf habe. Manchmal habe ich keine Lust, die Hubstützen rauszufahren, wenn ich mal irgendwo auf einer Autobahnraststätte übernachte, weil ich nur 3-4 Stunden mich mal aufs Ohr legen möchte, dann schlafe ich auch mal quer. Übrigens zur Fahrzeuglänge, ich bin jetzt wieder wach, sind 8,53 Meter. Der 53er ist 7,77 Meter und der ist 8,53 Meter. Also noch relativ kompakt, unter 9 Meter. Ja. Das ist so. So, dann warte mal kurz, Andreas. Ich setze mich mal mit aufs Bett. Keine Angst, ich komme dir nicht zu nah. Aber ich öffne jetzt mal die Tür, dann haben wir unser Raumbad. Ja, ach, das sieht man. Du musst unten den Verschluss schließen. Einmal schließen? Ja, unten den Verschluss. Achso, zumachen. Abschließen, genau. Einfach so zumachen, dann ist er zu. Sicherheitsgründen muss das so sein. Viele Kunden denken dann schon mal, die haben da falsch die Zarge da eingebaut oder den Schlossträger. Nee, das ist richtig Damit so. es nicht zufällt, oder? Ganz Ja, genau. Mhm. So, und jetzt hast du dein Bad. Und du hast einen Riesenspiegel. Genau, Guck mal hier. du hast jetzt hier, ja, du hast ja im Grunde genommen ein riesengroßes Raumbad. Du kannst ja hier quer zwischen der Dusche und dem mittleren Bereich, hier kann man sich anziehen, abtrocknen, was auch immer. Hier hast du deinen Toilettenbereich, der hat hier nochmal einen Handtuchhalter mit drin, der ist allerdings optional. Dementsprechend, und du hast hier wirklich Platz ohne Ende. Und wie schon gesagt, Auto 8,53 Meter. Wo gibt es denn so viel Wohnmobil auf so wenig Verkehrs- oder Stellplatzfläche? Ja, dann gehst du raus. Warte, das ist nochmal der Bettbereich, der echt groß ist. Ja, das ist Wahnsinn, ja. Jetzt können wir ja hier noch so eine, weißt du, vom Fiat Ducato gibt's ja so ein kleines Bett für Kinder, kennst du das? Ja, das kannst du da drunter hängen. Kannst du drunter hängen, ja. Ja, Dann genau. könnte noch einer pennen, theoretisch, Genau. aber zumindest mal der Hund könnte rein. Ja, also also viele Leute, also wir haben ja einige Kunden, die Autos haben, die auch Hunde haben, die haben ihren Hund vorne liegen. Der Hund liebt das eigentlich, weil da beim Herrchen vorne, ist. unten drunter, zum einen hat er den sozialen Kontakt und da ist es ja deutlich kühler da vorne. Ja, da ist es ja nicht so warm wie hier hinten, wo wir Menschen halt schlafen. Und wenn ich das hier dementsprechend drauf mache, dann kannst du jetzt hier sehen, wie sich das dann da oben in die Dachform anlegt. Ja. Und das geht auch mit mit Bettzeugs und allem drauf. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist nur ein Tastendruck hier. Ja, und Gut. da sind die LED-Stripes, von denen ich gesprochen habe, dass wenn du da unten drin sitzt, dann hast du hier wirklich ein ganz tolles Fahrerlebnis. Tjo. Genau. Gut, ich hatte ihn schon mal gefilmt, muss ich sagen, aber jetzt Aber wieder geflecht. wieder geflasht, weil es ergeben sich doch wieder neue Dinge mit dieser Lounge, mit dem Lounge-Sessel, das habe ich natürlich nicht gesehen. Aber Also diese Bürogeschichte hier, also der hat die Option ja jetzt nicht, das ist auch erst seit einem Jahr haben wir das optional im Programm, wird auch von dem einen oder anderen, der, ich sag jetzt mal, noch im Urlaub noch ein bisschen arbeiten möchte oder der einfach sagt, ich will auch mal einen Rückzugsort haben, wird das immer wieder gerne gemacht. Fass mal hier so einen Beschlag an, du glaubst nicht, dass du in einem Wohnmobil bist, das ist schon echt Quality. sag mal,
Eine Klimaanlage, würdest du hier eine Unterflur oder was würdest du hier einbauen? Oder am Dach? Die Unterflurklimaanlage hat ja Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, die liegt irgendwo unten, macht wenig Geräusche. Nachteil ist, ich habe relativ große Wirkungsverluste. Das heißt, bis dass die kalte Luft da oben irgendwo am Dachstaukasten austritt, habe ich die Luft schon wieder um am Dach am 8 oder 10 Grad. Dach ist eigentlich die Geschichte. Wo würdest du die jetzt hier hinmachen, damit die kommt, wenn wir die ab Werk bestellen, und so würde ich sie auch in der Nachrüstung machen, kommt die genau an dieser Stelle. Das heißt, die sitzt hier schön zentral im Mittelbereich. Du kannst sie auch nachrüsten an der Stelle. Ja, natürlich, klar. Machst ein Loch rein. Und das ist überhaupt kein Problem. Gut. So, dann Preis, wo liegen wir ungefähr? Startet? Also 2,50 oder? Also starten tut so ein Auto, die 2 steht vorne, aber wenn wir den, ich sag mal, gut ausstatten, da haben wir auch schnell einen Listenpreis von 2,50, 2,60, 2,65. Ja. Okay, aber ich bin nicht bei 3,50 oder? Nee, das schaffe ich nicht. Also wir haben da, ich sag mal, noch ein bisschen Abstand zu vergleichbaren Fahrzeugen. Ja. So, dann geh mal raus bitte, Andreas. Ich mache mal gerade eine komplette Kameratour, dass wir einmal von ganz vorne durchgucken, also wie so die Blickachse, die der Andreas eben gesagt hat, wie toll die ist, und gehe jetzt ganz langsam, also das ist so mein Bürobereich, den ich habe mit 2 Ablageflächen, und gehe jetzt ganz langsam nach vorne, gehe durch. Hier auf der rechten Seite ist meine Küche, linke Seite ist mein Badezimmer mit der Dusche mit drin, und da habe ich linke Seite danach den großen Tower, und da ist mein Wohnzimmer. Das ist so, ja, deine Lounge, ja. Die Lounge mit Rundumblick, muss man ja auch sagen. Das heißt, du hast den kompletten, wenn du da rückwärts dann zum Meer stehst, dann guckst du über alles drüber. Du bist sehr hoch und du hast mehrere Fenster, die da sind. Und der mega große Fernseher, der genau an der Stelle ist, wie man ihn da braucht. Also richtig toll. Ja, ist schon genial, ja. Andreas, also Lieferzeit bis zu 10 Monate schon? Wie schon eben gesagt, du musst das Glück haben, dass du an einen Händler gerätst, so wie mich, der genügend Bauplätze hat. Der packt dann die Kundenbestellung mit all den Wünschen in so einen Bauplatz rein, und dann kann so eine Lieferung auch innerhalb von 5-6 Monaten stattfinden. Allerdings sollte man da nicht zu lange warten, weil die Bauplätze sind natürlich auch irgendwann alle ausverkauft. Jetzt bist du ja ein netter Händler. Zahle ich das mit, die Freundlichkeit? Nee, die Freundlichkeit zahlst du nicht mit, nein. Zahle ich irgendwas anderes mit bei dir? Nee, eigentlich nicht. Nein, ganz im Gegenteil, weil wir uns auf die Carthago-Gruppe spezialisiert haben, haben wir sehr viel Routine da drin. Wir haben auch einen riesengroßen Ersatzteilbestand. Wir haben viele Teile auf Lager. Natürlich nicht alles, ganz nicht jedes, wo wir in Einzelteilen da liegen haben. Aber bei uns weiß schon jeder genau, wo muss er bei dem Carthago hingreifen, wenn es irgendwo zwickt oder knistert. Du bist Händler seit 2015? Seit 2015 und bist groß eingestiegen, muss man sagen. Hast du neu gebaut? Oder was war? Ja, den Bau habe ich neu gemacht. Allerdings hatte ich den mal ursprünglich für was ganz anderes geplant. Und dann irgendwann haben wir das Hobby zum Beruf gemacht und haben dann halt gesagt, wir verkaufen jetzt Reisemobile. Weil wir fahren schon seit über 30 Jahren, also 34 um genau zu sein, meine Frau und ich fahren wir Reisemobil. Ja, schade, dass du so eine Wand nicht hast bei dir in der Ort nochmal, wo du bist. Altenhofen bei Aachen, also zwischen Aachen und Köln, nahe der belgischen und niederländischen Grenze. Selbstverständlich. Selbstverständlich habe ich die Wand. Nee, ist in der Tat so, weil die habe ich auch hier jetzt das erste Mal gesehen, diese Wand. Die ist schön, ne? Ja, die ist sehr schön. Wir haben eine andere, die gefällt mir aber viel besser. Warte, ich gehe mal gerade durch. Ich habe schon überlegt, ob ich da umswitche. Achso, ob du die abbaust. Ja, die ist schon geil, die Wand. Also die ist schon richtig schön. So, das ist Rom. Hier war Barcelona 21. Genau. Hier siehst du also alles jeweils, wie es vorgeschlagen wird, oder? Ganz genau. Also hier hast du Barcelona 21. Eins musst du wissen, du kannst bei einem Carthago nicht immer unbedingt jedes Polster für jedes Fahrzeugmodell nehmen. Das ist oftmals eine Sonderanforderung. Für ein Liner for Tour hast du wieder andere Polster, die freigegeben sind, wie jetzt beispielsweise für ein C-Tour oder so, wo jetzt beispielsweise das Sanremo beispielsweise gehen würde. Ne? Das sagt ja bei der Händler, aber du kannst sie anfassen, die Haptik ist da. Genau, die Haptik ist da. Du siehst hier den Gardinenstoff, du siehst, wie das Leder halt gearbeitet ist, der Stoff, der da drin ist, der eben Teflon beschichtet ist. Hier hast du ein Vollleder-Elfenbein, sieht auch sehr edel aus. Viele sagen, ist mir zu empfindlich. Hier siehst du, da hat schon einer mit Kuli rumgemalt. Hier hast du ein Performance-Leder nochmal mit dieser Absteppung und diesen Rauten, die da halt dementsprechend sind. Also da gibt es schon wirklich für fast jeden Geschmack. Warte, ich gehe die mal ganz kurz durch, denn die Leute lieben das. Leder Macchiato Performance 21. Performance-Leder ist immer zu erkennen an dieser Rautensteppung. Ja. Dann hast du hier das Leder Sand 21. Das ist mit diesem cremefarbenen Kehler eingearbeitet und ansonsten ist es halt so sandfarben. Dann ist das neu dieses Jahr im Programm Teilleder Elfenbein Supreme. Sieht eingebaut im Auto richtig dolle und richtig edel aus. Da kannst du gucken, die fahren die Autos schon raus. Wir sind kaum raus, wenn die schon raus.
da vorne, wenn sie rausgefahren. Ja, die haben richtig Stress hier. Last but not least. Ja, aber also wir sind hier ganz heiße Nadeln. Malaga, das, Stockholm haben wir Stockholm haben wir übersprungen, das ist auch neu, seit letztem Jahr ist auch ganz neuer Polsterstoff. Malaga gibt es schon ein bisschen länger, hat jetzt auch eine neue Bezeichnung bekommen, 21. Venezia ist das gleiche wie Elfenbein, nur halt in Vollstoff, ist halt ein Textilstoff hier. Und dann unten Cambridge ist auch ein Polster, was in einem Auto sehr toll und modern aussieht. Davos ist auch seit letztem Jahr mit der neuen Teilleder Elfenbein. Das ist ein Running Gag, das läuft schon immer. Das ist eines der meist verkauften Geschichten. Teilleder Sun Supreme sieht auch richtig edel aus in einem Fahrzeug mit den cremefarbenen Schränken, richtig ganz doll. Und Leder Macchiato 21 mit elfenbeinfarbenem Leder. Da fährt er unser Liner vor. Da fährt er weg. Ja. So, das war kein Fake-Fahrzeug, das war ein echter, oder? Das war ein echter, das war kein Prototyp. Nee, aber wir haben nämlich einen hier, der ist aufgeschnitten. Der ist aber, glaube ich, schon raus, oder? Ach, das Mockup ist weg, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, der steht draußen. Wo der Malibu stand. Ja, genau. Ja, das ist so. Er fährt rückwärts raus. Ja, wir sind tatsächlich im Werk. Das ist die Werksausstellung. Aber wenn jemand Lust hat, der kommt dann nach Nordrhein-Westfalen. Ja, zu mir nach Altenhofen, also da wirst du so ziemlich jedes Auto finden. Und ich glaube mal, so ab Januar, Februar haben wir garantiert jedes Fahrzeug. Die müssen erstmal auch alle fertig gebaut werden im Werk. Die Situation von Lieferengpässen, mangels... Das ist übrigens ein Liner Fortwo 53, der läuft jetzt um 4, man hört es noch gleich. Der Klang ist ein ganz anderer und der ist dann eben jetzt diese 7,77 Meter. Das heißt, er hat hinten nicht das lange Armaturenbrett und hat eine wesentlich kürzere Garage. Da wäre die Nummer mit Waschmaschine oder so bei der gleichen Beladung nicht möglich. Und man muss natürlich auch ein bisschen mit Achslasten aufpassen. Das ist ja ein frontgetriebenes Fahrzeug und hinten mit einer Luftfederung halt, ne? Ja, da fahren sie unseren S Plus raus. Den würde ich sagen, den gucken wir uns doch jetzt gleich nochmal an. Oder wir gehen mal rüber auf die andere Seite. Dann müssen wir die anderen Autos halt eben gleich draußen mal filmen. Ja, können wir machen. So, vielen Dank. 21. Juli 2021. Andreas mal rein. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, tschüss.